Laut Berichten wird ein neues Assassin's Creed derzeit entwickelt mit dem Codenamen Project Red. Ob das Ganze stimmt und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr heute hier in diesem Video. Ihr bekommt auf diesem Kanal natürlich nicht nur Leaks, sondern auch generelle Videos zur AC Lore, News und Guides. Dementsprechend würde sich für euch ein Abo lohnen, damit ihr das nicht verpasst. Aber lasst uns loslegen mit dem Thema. Project Red. Der neue Arbeitstitel von dem Assassin's Creed, was aktuell in der Entwicklung sein soll. Doch woher habe ich diese Information? Naja, gestern Abend hat Kotaku.com einen Artikel rausgehauen zu all den Spielen, die Ubisoft derzeit in der Planung hat, zu den Verschiebungen und auch zu den neuen Entwicklungen. Und da haben sie natürlich auch Project Red genannt. Hierbei haben sie darüber gesprochen, dass Ubisoft ein neues Open-World-Game plant, neben dem Live-Service-Projekt Assassin's Creed Infinity. Das Ganze hat dann Jason Schreier, ein bekannter Leaker, den ihr wahrscheinlich alle schon mittlerweile kennt, nicht widerlegt, sondern dann sogar unterstützt. Er hat nur eine Sache hinzugefügt, und zwar wird dieses Project Red tatsächlich Bestandteil von Infinity sein, anstatt ein separates Spiel zu sein. Zwei naheliegenden Quellen zufolge von Kotaku wird dieses Spiel in Asien spielen. Und jetzt ist im Grunde euch auch klar, und auch der Titel hat es ja schon gesagt, das ist höchstwahrscheinlich denn ein Assassin's Creed Japan. Project Red, was macht da am meisten Sinn? Natürlich der rote Kreis aus der japanischen Flagge. Ihr könnt mir gerne mal eure Vermutung in die Kommentare schreiben. Oder wird es ein kommunistisches China Assassin's Creed? Man weiß es nicht. Ja, könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Ein Setting in Japan wünschen sich ja viele von euch, und spätestens seit Ghost of Tsushima haben die meisten von euch auf jeden Fall auf dieses Setting Bock, auch für Assassin's Creed. Und ein Nutzer, nämlich Teaserplay, hat uns schon gezeigt, wie so ein Setting aussehen könnte. Er hat nämlich in der Unreal Engine 5 ein mögliches Setting, ein mögliches Assassin's Creed Japan nachgebaut, nachgestellt, mit Assets aus verschiedenen Assassin's Creed Spielen. Und ich finde, es sieht unglaublich schön aus, es sieht vom Licht her, von den Texturen richtig schön aus, und ich kann mir richtig gut vorstellen, mit diesem wunderschönen Song im Hintergrund, dass dieses Spiel gut werden könnte. Jason Schreier hat ja auch nochmal bestätigt, dass es 2 Main-Settings für Assassin's Creed Infinity geben wird, und es verdichtet sich jetzt immer mehr, dass dieses erste Setting Assassin's Creed Japan sein wird, beziehungsweise Project Red. Das zweite Setting ist noch unbekannt, da wissen wir noch wenig. Es gibt Vermutungen zu einem Russland-Setting. Es gibt natürlich auch diesen kleinen Mini-Leak bzw. Tweet von ACG zum Azteken-Setting. Allerdings halte ich das noch für sehr vage. Das ist natürlich nicht die einzige Quelle, die sich auf ein Assassin's Creed in Japan bezieht, also nicht nur Kotaku und Jason Schreier, sondern auch der Gaming-Journalist Jeff Grubb hat auf seinem YouTube-Kanal in einem Podcast bestätigt bzw. sich geäußert, dass er über mehrere Quellen gehört hat, dass es ein Setting in Japan geben könnte. To that end, the other thing, and this, again, I can't confirm this, but since so much of the other stuff is true and I'm hearing it, this other stuff I heard from the same source, the one coming up after all this other stuff, supposedly, or maybe it is part of Infinite, I don't know, but it'll be much more like the RPG ones, and it's going to be set in Japan. Und ich finde es schon heftig, wie früh Informationen zu einem Assassin's Creed rauskommen können. Wir haben Jason Schreier, der darüber berichtet hat. Wir haben Kotaku, das Magazin, was darüber berichtet hat. Und auch natürlich noch Jeff Grubb als Gaming-Journalisten. Also 3 verschiedene Quellen, mehr oder weniger, die darüber berichtet haben, über dieses Project Red. Und meine Frage an euch ist, freut ihr euch? Glaubt ihr, dass das immer wahrscheinlicher wird? Oder denkt ihr, es ist nur heiße Luft? Aber am Ende wollen wir natürlich alle wissen, wie lange müssen wir uns gedulden, bis dieses Spiel rauskommen könnte. Also wann kommt es raus? Naja, wir wissen natürlich, momentan gibt es einige Hindernisse bei Ubisoft. Wir haben aus dem Quartalsjahrbericht von Ubisoft und aus dem Bericht hier von Kotaku herauslesen können, dass sich einige Spiele verschieben werden. Assassin's Creed Rift wird sich verspäten. Das wurde vermutet, dass es im Februar nächsten Jahres rauskommt. Wird jetzt höchstwahrscheinlich im Mai, Juni rauskommen. Avatar, Frontiers of Pandora sollte ja zeitgleich mit dem Film rauskommen, der dieses Jahr im Winter rauskommt. Das wird sich auch verspäten. Ich denke mal tatsächlich, dass sie bis, entweder bis zum ersten Quartal 2023 warten, beziehungsweise dann 2023 im Herbst, Winter das ganze Spiel veröffentlichen werden. Dadurch verdichten sich nochmal die Informationen, dass wir kein Assassin's Creed Infinity Project Red im Jahr 2023 bekommen werden. Das heißt also, wir könnten jetzt sagen, okay, Early 2023, also Februar, März, finde ich aber für so ein Riesenspiel einen falschen Zeitpunkt.
Also es ist für mich einfach ein falscher Zeitpunkt. Das ist nicht die Season, wo die Leute Geld ausgeben wollen, sondern wann ist die Season, wo die Leute Geld ausgeben wollen? Genau, natürlich im Herbst, also im Oktober, November, Dezember. Das heißt, mein Guess, der jetzt auch nicht so neu ist, wird sein 2024 im Herbst werden wir Project Red, aka Assassin's Creed Japan bekommen. Doch was meint ihr, wann werden wir dieses Spiel bekommen? Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt. Wenn ihr dieses Video gut fandet, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr dieses Video cool fandet und mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Vergesst die Glocke nicht dabei, da würde nicht nur ich mich freuen, sondern auch der liebe Eover.